Mit zunehmender Digitalisierung wächst die Notwendigkeit, unsere Daten zu schützen. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass der Quantencomputer technologisch mehr und mehr voranschreitet, sind herkömmliche Verschlüsselungsmethoden bald an ihren Grenzen. Die Quantenkommunikation, speziell die Quantenschlüsselverteilung, bietet hier einen vielversprechenden Ansatz, um dieser Herausforderung zu begegnen. Beim QNet-Projekt geht es prinzipiell darum, festzustellen, welche Elemente nötig sind, um ein effizientes Quantenkommunikationsnetzwerk aufzubauen. Der erste Schritt in einer Reihe von Flugtests war die laseroptische Kommunikationsverbindung zwischen dem Flugzeug und der Bodenstation zu testen. Vorher hatten wir viele verschiedene Laborexperimente und Tests durchgeführt und Bodentests und sind letztendlich dann zum Flugzeug übergegangen, um wirklich die Kommunikationsverbindung Ende zu Ende zu verifizieren. Das ist insbesondere wichtig, um sicherzustellen, dass auch die folgenden Quantenexperimente in den weiteren Flugversuchen eine stabile Verbindung haben und funktionieren. Da ist eben so ein bisschen das Herzstück, weil ohne dieses Gerät, ohne diesen Transceiver wird es nicht funktionieren. Was wir hinter uns haben, läuft im Endeffekt hier zusammen und wird dann hier entsprechend aufbereitet, vorbereitet, weitergeleitet, dass wir es von hier in Richtung Boden senden können. Wir haben in den letzten Wochen unsere mobile Bodenstation in Betrieb genommen, konnten jetzt zeigen, dass ein Tracking eines Flugzeuges funktioniert mit dieser neu entwickelten Bodenstation, welche uns es ermöglicht, egal an welchem Ort, ein Flugzeug zu tracken und dieses dann für die Datenkommunikation zu nutzen. In der zweiten Flugkampagne ging es nun darum, zum ersten Mal die Quantenverbindungen zu testen. Mit den installierten Quantenquellen und den Quantendetektoren konnten wir erstmals Messungen des Quantenkanals durchführen und auch schon Teilerfolge in verschiedenen Tests und Experimenten erzielen. Also es ist eigentlich auch ganz schön, wenn man jetzt mal hier reinschaut, weil man sieht auch gerade im Vergleich zum letzten Mal, da ist ja richtig was drin. Ganz vorne sind wir vom DLR und die 4 großen Racks jetzt hier, das ist alles von den Partnern, das ist hier das HI, das ist einmal MPL, das davor ist dann das vom IOF, wo jetzt wirklich alle eigentlich über Jahre und trotzdem in Rekordzeit hier flugfähige Hardware aufgebaut haben, wir das zertifiziert bekommen haben, sodass wir jetzt wirklich auch die Möglichkeit haben, das im Flug zu testen. Wir wiederholen eigentlich jeden Tag so ein bisschen das, was wir heute tun. Wir fliegen los, fliegen nach Erlangen, bauen Kontakt zur Bodenstation auf und versuchen natürlich Experimente durchzuführen. Die Ziele dieses Experiments sind nun Tests von verschiedenen Systemen der Quantenkommunikation. Das beinhaltet die Charakterisierung von Quantenkanälen, Tests von Systemen zur Quantenschlüsselverteilung und die Ankopplung an eine Ionenfalle am Boden. Und das alles im dynamischen Szenario, also von einem Flugzeug zu einer Bodenstation, aber auch in Anbetracht eines Szenarios wie von einem Satelliten zu einer Bodenstation. Damit führen wir ein Experiment durch, was wichtige Erkenntnisse für die Forschung und Entwicklung an den zukünftigen Quantennetzen generiert.
Wichtig ist natürlich zum allerersten Mal, dass der optische Kanal steht, also der Sender oben am Flugzeug genauen Sichtkontakt mit der Bodenstation hat und die Bodenstation den Sichtkontakt nach oben zum Flugzeug hat. Dann ist es nötig, dass die Frequenz der Photonen aus der Einzelphotonenquelle genau der Frequenz des atomaren Übergangs, den wir treiben wollen, entspricht. Und als letztes ist es noch nötig, dass unten im Labor das Ion exakt im Fokus vom Parabolspiegel steht. Was wir aktuell uns erhoffen, ist, dass wir eben zeigen können, dass wir signifikant erkennen, dass das Atom mit dem Licht vom Flugzeug interagiert hat und wir klar nachweisen können, ja, das war erfolgreiche Kopplung von dem Licht aus 10 Kilometer Entfernung mit dem Ion unten im Labor. Die Entwicklungen der Quantenkommunikation sind mit vielen Herausforderungen verbunden. Wir müssen sicherstellen, dass die Technologie funktioniert und die Signale verzerrungsfrei und so effizient wie möglich zwischen dem Sender und dem Empfänger übertragen werden können. Die bisherigen Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Wir haben schon viel erreicht und sind schon einen großen Schritt gegangen. Die Zukunft bleibt spannend und wir wollen auch weiterhin die Zukunft in der Forschung und Entwicklung in den Quantentechnologien, speziell der Quantenkommunikation, gestalten.